Sketch. Ja, wir sind dann weiter hoch in die Berge gefahren, um einen Bereich im Dschungel zu besuchen, der noch oberhalb der Zivilisation bzw. der Landwirtschaft liegt, wo Michael vor kurzem diese Flossensauger hier entdeckt hat. So, wir sind schon wieder am nächsten Spot, gerade mal so 10-15 Minuten gefahren. Die Straße, wo wir da jetzt waren, war so die einzigste Straße, die diesen Berg da hochgeführt hat. Ihr müsst euch überlegen, alles, wo wir jetzt hingehen, ist unberührter Dschungel, also ein paar Meter jetzt hier nach dem Straßengraben. Und alles, was auf der anderen Seite ist, also von der Straße, das ist begradigt und ja, Richtung Zivilisation. Da sieht man jetzt, das ist genau der Grenzbereich, wo der kleine Bach aus dem Dschungel, also aus dem Wald oben, an die Straße fließt, und von dort aus geht es dann weiter in den künstlich begradigten Bereich, wo das Wasser dann halt in Betonwänden den Berg runterfließt und für die Landwirtschaft bzw. für die Leute dort genutzt wird. Dort sind natürlich, ja, eigentlich gar keine Tiere mehr gewesen. Newt war dort, ich bin nicht hingegangen, also es war komplett gar nichts da. Aber wir sind dann hoch in den Dschungel und ja, das zeigen wir euch jetzt natürlich hier. Was man aber auf jeden Fall schon wieder sieht, ist, dass die Trockenzeit, wie schon im vorigen Video erwähnt, sehr, sehr extrem war dieses Jahr dort. Also da lag noch jede Menge Zeug rum, keine Ahnung, wahrscheinlich vom Ausbau der Begradigung. Aber ich finde den Unterschied so krass zwischen Zivilisation und was jetzt kommt. So, Michael sagt, go into the jungle. We go into the jungle. Wir sind an diesem kleinen Bach den Berg rauf gefolgt und es sieht flacher aus, als es war. Also es war teilweise wirklich schon knöcheltief, sehr, sehr verschlammt. Aber auch dort in dem Bereich haben wir auch schon dann die ersten Fische gesehen. Da sind eine ganze Menge Fische. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. In der ersten kleinen Pfütze waren dann auch die ersten Fische, diese kleinen schwarzen da. Wait. Ich fand das echt faszinierend. Das sind vielleicht maximal 5 cm Wassertiefe gewesen. Keine Strömung wirklich. Und ja, das war halt abgeschnitten vom Rest. Also das Wasser ist dann unterirdisch weitergeflossen. Es war, wie gesagt, nur diese kleine Pfütze, wo ihr jetzt hier gerade seht, wo die Fische drin waren. Leider ist die Kamera nicht so gut geeignet für solche Aufnahmen. Deswegen ist es alles ein bisschen unscharf. Aber Newt hat die gleich nochmal rausgefangen, um sie zu bestimmen. Das seht ihr jetzt gleich auch noch. Aber auf jeden Fall schon mal echt erstaunlich, wie viel Leben hier allein schon auf minimalstem Raum ist. Also es sind vielleicht, keine Ahnung, nicht mal 50 Liter Wasservolumen, wenn man es hochrechnet. Und wir befinden uns immer noch genau am Anfang des Dschungels, also genau da, wo es eigentlich hochgeht. Zur Straße hin sind es, keine Ahnung, ich glaube 5 Meter gewesen. Ich habe jetzt mal die Unterwasserkamera reingestellt. Die Fische sind natürlich auch genau davor. Sehr, sehr gut, gibt gute Aufnahmen. And what's the name? Potomaison. Potomaison. Ja. Okay. The lava. So, Newt versucht die jetzt mal rauszufangen. Davon? Ja. Perfekt. Ja, und auch hier wieder dasselbe Spiel. Newt hat die dann in ein Breeding Bag gepackt, um sie dann anschließend im Fotobecken nochmal genauer zu untersuchen, was es genau ist. Also es waren auf jeden Fall Jungtiere, er sagt Larven von Potomaison, von den Arten, die dort sind. Es waren nämlich 2 Arten, es war auch noch eine Schmerlenart. Die seht ihr jetzt mal ganz kurz hier. Maybe Granopsis. Okay. We'll check later. Also falls ihr euch fragt, warum wir die in die Beutel tun, einfach um die dann später am Auto in Ruhe abfilmen zu können. Und deshalb haben wir die Tüten da dabei. Und diese Tüten, die lassen Sauerstoff durch, aber kein Wasser. Jetzt Breeding Bags, ne? Hier seht ihr jetzt mal die Aufnahmen von Newt aus dem Fotobecken. Das ist so eine Art Bachschmerle und ja, die steht auf jeden Fall auch auf der roten Liste, also ist gefährdet und wir sind ganz froh, dass wir die ablichten konnten. Sieht wirklich so ein bisschen aus wie unsere deutschen Bachschmerlen. Ja, und die zweite Art war Potomaison whiteheadi, die haben wir auch abgefilmt. Das ist die hier. Das sind übrigens adulte Tiere von den schwarzen Larven, die wir da in der Pfütze gefunden haben. Ja, wir sind dann auf jeden Fall den kleinen Bachlauf nach oben gefolgt. Ihr seht es jetzt, also Aufstieg zwischen Steinen und ja, so ein bisschen Wasser, was da gelaufen ist. War nicht ganz einfach da hochzuklettern, war auch teilweise sehr rutschig, aber wenn man sich mal so die Landschaft dort anguckt, einfach echt ein Traum, wirklich ein Traum. Ey, guckt euch das mal an, ey. Das ist der Wahnsinn, mitten im Urwald. Krass. Ich glaube, auf Kamera kommt das gar nicht so rüber, wie es eigentlich war. Es war echt extremst steil, da hoch zu klettern. Newt meinte nicht auf
Das Laub dreht, weil da Schlangen drunter sein könnten. Okay. Ja, jetzt hätten sie mir vielleicht am Anfang sagen sollen, aber egal. Ich habe es auf jeden Fall überlebt und bin auch angekommen. Es war nun gar nicht so einfach, dort wirklich Fische zu finden, weil ihr seht ja, das läuft teilweise wirklich alles unter den Steinen entlang. Der Rest ist dick bewachsen mit sämtlichen Pflanzen, wie man da sieht. Und teilweise sieht man halt echt überhaupt kein Wasser. Und ab und zu sieht man halt wieder solche kleinen Rinnsale und dann ja, solche Pfützen wieder. Wie da jetzt zum Beispiel. Also war schon etwas schwieriger, dort was zu finden. Also Nils hat mir gerade gesagt, wir sind hier auf der Suche nach komplett roten Flossensaugern, die sehr, sehr selten sind. Beziehungsweise, ich glaube, noch gar nicht beschrieben sind so wirklich. Und Michael hat die hier vor 3 Jahren oder so mal gefunden. Deswegen schauen wir mal, vielleicht finden wir sie auch. Aber bevor wir die Flossensauger suchen konnten, mussten wir erstmal wieder die Stelle finden, wo Michael die vor 3 Jahren das erste Mal gesehen hat. Das war wirklich schon ein ganz schönes Stück oben drin im Dschungel. Oh. Ja, und der Rucksack bzw. der Dryback mit dem Kameraequipment hat den Aufstieg natürlich auch nicht wirklich leichter gemacht. Ja, aber wir sind dann zum Glück irgendwann angekommen und die Stelle war echt wirklich episch, wo uns Michael dann hingeführt hat. Das ist ein riesengroßer Baum. Ja, und dann waren wir da. Ihr seht, das ist wie eine riesengroße Mauer und ein ungefähr 2,5 auf 1 Meter großer Pool, wo halt ziemlich viel Leben drin ist. Und da hat, wie gesagt, Michael vor 3 Jahren die roten Flossensauger gesehen und wir haben geschaut, ob wir die da auch drin finden. Ich mache euch jetzt mal ein paar Unterwasseraufnahmen und zeige euch mal, was da unten abgeht. So, und in den Aufnahmen seht ihr jetzt, glaube ich, ganz eindeutig, was der Unterschied ist zwischen Gewässern, die in der Zivilisation sind, wie wir im vorigen Video gesehen haben, und ja, so einen kleinen, wirklich mini kleinen Tümpel, kleine Pfütze im Dschungel drinne, wo keine Landwirtschaft und keine Menschen außenrum sind, die irgendwie das Wasser verunreinigen. Wie viele Tiere dort auf diesem kleinen, extremst engen Raum sind und wie super intakt dieses kleine Biotop dort ist. Und vor allem, dass da keine Krankheiten irgendwie kursieren und die Fische irgendwie gefährdet sind. Ich mache euch jetzt mal ein paar Aufnahmen, fasse euch die mal so ein bisschen zusammen und gebe euch noch ein paar Infos zu den einzelnen Arten, die wir da gefunden haben. Also hier sehen wir jetzt nochmal Sundorheonectes sabanus. Das ist eine Art der Steinbeißer und die kommt ausschließlich in tropischen Süßwasserflüssen in Nordborneo vor. Die Art bewohnt schnell fließende Gewässer in der Regel mit kiesigem oder sandigem Untergrund. So steht es jedenfalls in der Literatur beschrieben, aber wie man sieht, kommen die auch mit stillstehendem Gewässer und Laub als Untergrund ganz gut zurecht. Jedenfalls zeitweise, so wie jetzt zum Beispiel in der Trockenzeit, wo wir sie da gefunden haben. Die Art steht übrigens auf der roten Liste und gilt als gefährdet, da durch Abholzung, Bergbau und landwirtschaftliche Aktivitäten die Lebensräume zerstört werden. Und durch die Abhängigkeit von intakten Fließgewässern ist diese Art auch nur noch in dem Bereich oberhalb, wo wir jetzt gerade sind, anzutreffen. Unterhalb ist alles an Lebensraum zerstört und die gibt es einfach dort nicht mehr. Also die gibt es nur noch da oben, weil unten sieht der weitere Bachverlauf so aus. Und dann haben wir noch Protomeison whitehedi, die gehören zu den Flussstromschmerlen. Hier sieht man jetzt gerade ein Jungtier, erkennt man ganz gut an der sehr dunklen Farbe. Der Lebensraum von denen erstreckt sich auch über Nordborneo und die leben eigentlich immer nur in klaren, schnell fließenden Gebirgsbächen mit hohem Sauerstoffgehalt. Das zeugt auch davon, dass selbst in der Trockenzeit, wenn hier keine Strömung ist, das Wasser sehr sauerstoffreich sein muss, dass es denen dort echt gut geht. Leider haben wir an dem Bach vergessen oder an dem Biotop vergessen, eine Wasserprobe mitzunehmen, was uns im Nachhinein echt ziemlich geärgert hat, aber ja, ist nun mal passiert. Und was dort, beziehungsweise was in ganz Asien auch sehr stark vertreten ist, sind die Großarmgarnelen, Macrobrachium, diverse Arten. Die genauen Bestimmungen kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht weiß es der eine oder andere von euch, aber es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele und auch unterschiedliche. Wobei das mir bei genauerem Hinsehen eher aussieht wie so ein kleiner Krebs, oder? Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Körperform und Scherenform sprechen eigentlich zu 99,9% dafür, dass es ein Krebs ist und keine Großarmgarnele. Ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie viel Leben auf so wenig Raum eigentlich da stattfindet, oder? Ich blende euch nochmal ein paar Aufnahmen ein.
Um die Arten genauer zu bestimmen, mussten wir sie natürlich auch nochmal rausfangen. Newt hat da einen Glückstreffer gehabt. Okay, Newt hat gerade einmal alle gefangen. Perfect catch. Ja, wir haben uns dann, wie gesagt, außerhalb des Wassers nochmal angeschaut, was da alles drin rumschwimmt. Das ist zum Beispiel hier diese Steinschmerle in ausgewachsen. Auch schon, ja, recht groß. Dann sind da noch Macrobrachium, jede Menge drin gewesen. Und natürlich diese Potomaison, die wir auch schon unten gesehen haben. Aber leider, der Zielfisch, den wir gesucht haben, die roten Flossensauger, haben wir nicht gesehen. Es war, wie gesagt, ja leider auch Trockensaison. Und ich denke mal, dass die irgendwo vielleicht noch versteckt unter den Steinen irgendwo sich aufhalten. Aber da drinnen waren leider keine. The English name is Stone Lodge. Stone Lodge? Yes. They live only in this small pond here. Yes. Crazy. Because now it's dry season. Ah ja. Okay, normalerweise läuft hier sehr, sehr viel Meerwasser. Wir sind dann noch ein Stückchen weiter nach oben geklettert, um nochmal zu gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwo einen anderen Pool finden, wo wir vielleicht die gesuchten Fische drin finden. Was allerdings echt schwierig ist. Ihr seht es ja dort, also da ist kaum ein Durchkommen gewesen. Ihr müsst euch überlegen, das ist halt wirklich komplett abgeschnitten. Das ist eigentlich nur ein kleiner Bachlauf oder ja mehr oder weniger ein Wasserfall, wenn Regenzeit ist, wo wir da am Rumklettern sind. Also kein Weg, kein gar nichts. Das Ganze bei ca. 38 Grad, 90% Luftfeuchtigkeit und sehr, sehr rutschigen Steinen. Aua. Ich glaube, da sieht man jetzt so ein bisschen, wie steil das Ganze ist. Oberhalb war da nochmal so ein kleines Plateau, wo aber leider auch sehr wenig Wasser drin war, wie ihr jetzt gleich sehen könnt. Aber wir haben natürlich da auch nochmal nachgeschaut, um zu gucken, ob wir dort die roten Flossensauger drin finden. Aber es ist echt wunderschön, oder? Sagt mal ehrlich. Ich lasse euch die Landschaftsaufnahmen einfach mal so ein bisschen durchlaufen, dass ihr vielleicht auch so ein bisschen Inspiration bekommt für euer nächstes Paludarium oder Aquarium oder was auch immer. Weil ich finde, eine bessere Inspiration als solche Aufnahmen kann man nirgendwo herbekommen. Aus keinem Buch oder sonst irgendwas. Wenn man das Ganze live erlebt, ja, da geht eigentlich nichts drüber. Deswegen habe ich halt versucht, euch so viel wie möglich da auch an Material videomäßig zu dokumentieren, dass ihr halt auch einen Einblick bekommt, wie schön die Natur dort ist und vor allem, wie es sich dafür lohnt, einzusetzen, dass das auch so bleibt und nicht kaputt gemacht wird, beziehungsweise durch Rodung für Palmölplantagen und die danach folgende Verunreinigung diese Biotope halt einfach zerstört werden und die ganzen Tiere dort halt auch verschwinden. Wir haben dann natürlich auch nochmal geschaut in den kleinen Teichen oder in den kleinen Pfützen, wo wir da jetzt vor uns hatten, ob wir da noch irgendwas finden. Da habe ich natürlich jetzt auch nochmal die Unterwasserkamera reingehalten und euch nochmal so ein bisschen was gefilmt. Dort in dem kleinen Pool, wo ich jetzt gerade reingegangen bin, da ist ein bisschen mehr Strömung gewesen. Das war genau oberhalb dieser Mauer, die wir eben gerade davor gesehen haben. Ja, was da drin ist, fasse ich euch auch mal ganz kurz zusammen. Vor allem achtet mal drauf, wie viele Tiere da drin sind. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich habe mich übrigens auch dazu entschlossen, die Unterwasseraufnahmen von solchen kleinen Tümpeln oder solchen kleinen Pfützen immer mehr oder weniger uncut drin zu lassen, so dass die Chance vielleicht auch noch da ist, falls ich irgendwas übersehen habe im Videoschnitt oder Newt irgendwas übersehen hat und ihr vielleicht irgendwas erkennt, was da vielleicht noch an Arten drin rumschwimmt, die wir nicht auf dem Schirm hatten, beziehungsweise die da zufällig mit drauf sind. Schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Da sind wir euch auf jeden Fall sehr dankbar drüber, weil wenn man so viel Videomaterial hat und das alles durchsichten muss, dann kommt es ab und zu mal vor, dass man vielleicht irgendwas übersieht und vielleicht entdeckt ihr ja eine neue Art. Deswegen, also wenn ihr was seht, sagt auf jeden Fall Bescheid. Und lasst auf jeden Fall, wenn euch die Videos hier gefallen, mal ein Like da oder ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt, beziehungsweise haut die Kommentare voll, teilt die Videos, damit die noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass wir sowas halt des Öfteren wiederholen können in anderen Ländern noch. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, damit würdet ihr mir einen Riesengefallen tun und mich und meinen Kanal hier sehr unterstützen.
eine ganze Menge los, ja. Was das hier für Käfer sind, keine Ahnung. Ja, die Käfer haben mich auch sehr beeindruckt. Die haben richtig merkwürdig ausgesehen. Ihr seht es ja selbst. Falls irgendjemand weiß, was das für welche sind, schreibt es gerne auch mal in die Kommentare. Beziehungsweise Insekthaus Adi, ich weiß, dass du die Videos guckst. Wenn es jemand weiß, dann ja du, oder? Ja, sag mal bitte, was das ist. Ja, wir haben leider in keiner der Pools, die dort sind, die gesuchten Flossensauger gefunden. Deswegen haben wir dann irgendwann, ich glaube so nach 2-3 Stunden abgebrochen und sind wieder runtergeklettert. Wobei ich sagen muss, Klettern ist übertrieben. Wenn ich jetzt die Aufnahmen im Nachhinein nochmal sehe, da war das echt wirklich teilweise ganz schön gefährlich, dort wieder runterzusteigen. Das sieht auf der Kamera wirklich nicht so steil aus, wie es ist. Aber da ging es wirklich rapide bergab und es war wirklich extrem glatt. Ich war wirklich auch froh, dass wir diese Schuhe anhatten, mit dieser komischen Sohle da dran, die halt verhindert, dass man da abrutscht, diese blauen, was ihr da seht. Aber es war halt wirklich, ja, das ist extreme Situation. Ach ja, und bevor jetzt Kommentare kommen, warum ich die ganze Zeit mein Handy in der Hand hatte, damit habe ich unter anderem für euch die Aufnahmen hier gemacht. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder runterkomme. Ich bin nicht hier durch. Ich muss jetzt hier irgendwie runterkommen. Oder ich plädiere auf Rutschen. Wobei das auch schief gehen kann. Alter, ganz schön knapp hier. Ganz schön knapp. Richtig knapp. Was für Pflanzen hier rumwachsen. Eine schöner als die andere. Das ist so krass. So, ich glaube, jetzt habt ihr mal einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie unberührte Natur da in Borneo aussieht. Ganz kurze Infos noch zu der ganzen Thematik hier. Die Dorfeinwohner, die wissen übrigens, dass man oberhalb, also oben auf den Bergen, nichts roden soll und keine Landwirtschaft betreiben soll, weil das Wasser, was von da oben kommt, vom Dschungel gespeichert wird wie ein Schwamm und das Wasser natürlich auch lebenswichtig ist für die Menschen, die dort leben. Unter anderem für die Landwirtschaft, aber natürlich auch für den ganz normalen Gebrauch. Deswegen legen die Dorfbewohner auch ziemlich viel Wert darauf, dass in diesen Bereichen dort auf den Bergen nichts gerodet wird, keine Landwirtschaft betrieben wird, dass das Ganze auch geschützt wird, dass das natürlich alles erhalten bleibt. Natürlich aus Eigennutz, weil sie halt das Trinkwasser brauchen, das nicht verunreinigt werden soll. Aber da kann man wenigstens schon mal sicher gehen, dass dort nichts zerstört wird. Jedenfalls nicht von den Leuten, die da wohnen und darauf angewiesen sind, dass dort frisches Trinkwasser ist und die Natur noch intakt ist. Nur leider ist es ja so, dass diese Gebiete meistens zerstört werden von Leuten, die nicht dort wohnen und die einfach nur auf Profit aus sind. Das sollte man auf jeden Fall immer mal im Hinterkopf behalten. Die Auswirkungen bzw. die Gegensätze zwischen Zivilisation und reiner Natur sehen wir auf jeden Fall jetzt des Öfteren noch in den folgenden Videos. Ja, nach dem Spot sind wir dann erstmal nach Tenom gefahren, das ist die nächstgrößere Stadt gewesen. Falls ihr so ein paar Hintergrundinformationen und ein paar mehr oder weniger Behind-the-Scenes-Sachen sehen wollt, schaut euch auf jeden Fall mal die Vlogs an, die ich während dem Aufenthalt in Borneo schon vor Ort gedreht habe. Da seht ihr auch so außenrum so ein bisschen passiert ist, wo wir übernachtet haben und so weiter und so fort. Das verlinke ich euch mal in der Playlist hier oben, beziehungsweise in der Videobeschreibung, da könnt ihr mal nachschauen, wenn euch das interessiert. Könnt gerne auch Feedback da lassen. Ich denke mal, ist für den einen oder anderen bestimmt ganz interessant. Ja, solche Videoprojekte brauchen natürlich auch starke Partner, deswegen bin ich froh, dass Holy Partner der Borneo-Videoreihe ist. Falls ihr Holy noch nicht kennt, Holy ist zum Beispiel Energy Drink ohne Zucker, ohne Taurin und ohne sonstigen Quatsch wie in anderen Energy Drinks. Aber nicht nur die Energy Drinks von Holy sind super, sondern auch die Hydration Drinks und die Eistees. Auch alles ohne Zucker und ohne sonstigen Quatsch drin. Wenn ihr Holy jetzt mal probieren wollt, checkt mal das Starterpaket Deluxe aus. Da bekommt ihr alle Sorten einmal zum Durchprobieren, inklusive Shaker und könnt selbst entscheiden, was euch am besten schmeckt. Und mit dem Code HEUER5 bekommt ihr 5 € Rabatt auf eure erste Bestellung und mit dem Code HEUER bekommt ihr 10%, wenn ihr schon Kunde seid. So, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wie gesagt, wir sind dann erstmal nach Tenom gefahren, haben da übernachtet und am nächsten Morgen ging es dann von Tenom aus wieder raus aus der Stadt, aus dem Ballungsgebiet dort. Und auf der Fahrt zum nächsten Spot sieht man, glaube ich, jetzt mal ganz eindeutig, was für massive Auswirkungen halt diese Landwirtschaft dort hat. Im Hintergrund sieht man die Berge und vorne sieht man halt ja, alles abgerodet. Palmölplantagen, eine nach der anderen, sehr, sehr viel Landwirtschaft und ja, eigentlich gar kein richtiges, natürliches Leben mehr, sondern halt wirklich alles platt gemacht. Der Fluss, also den Spot, den wir als nächstes besuchen, der fließt übrigens auch durch diese Gebiete dort, nur kommt man da nicht hin, weil das meistens im Privatbesitz ist oder in landwirtschaftlichem Besitz, beziehungsweise sowieso alles komplett begradigt ist und man da nicht wirklich viel sieht, außer halt ein Betonbecken, wo Wasser durchläuft. Deswegen sind wir an die Stelle des Flusses gefahren, wo der Fluss aus dem geschützten Regenwaldgebiet rauskommt und von dort aus dann halt ja,
weiterläuft Richtung Tenom rein. Und die Stelle, wo wir halt waren, war halt noch nicht begradigt, sondern noch natürlich. Und ja, man hat halt gesehen, was da für eine Artenvielfalt ist. So, wir sind jetzt am ersten Spot angekommen. Ja, auch wieder traumhaft schön hier. Wow. Richtig nice. Richtig nice. Okay, dann würde ich sagen, Tauchsachen und los geht's ins Wasser, oder? Ja, ich wollte eigentlich gerade wieder zurück zum Auto. Dann habe ich es auf einmal platschen gehört und dachte mir, hä, was ist das denn? Und schaut euch das mal an. Ich glaube, die Leute, die den Vlog gesehen haben, die kennen die Szene schon. Oh! Was ist hier? Guckt euch das mal an, was hier gerade ins Wasser gefallen ist. Ja, da hat es einfach mal 2 kämpfende Echsen vom Baum gehauen ins Wasser. Wie geil ist das denn? Der schwimmt gerade weg und den habe ich hier. Beautiful. So, wir setzen den natürlich auch wieder hier hin. Richtig schön. So, dann mach's mal gut und danke für die Fotosession, ne? Und lass dich nicht wieder beißen und fall vom Baum. Bye bye. Newt misst die Temperatur. 25. 25? Yes. 25 Grad, okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Tauchstation. Ah, der ist ein Fisch, Ah, jetzt ist er gone. Okay, wir gehen jetzt auf Tauchstation und ich melde mich dann gleich nochmal bei euch. Ja, ich würde sagen, bevor wir unter Wasser schauen, was da an Tieren lebt, schauen wir erstmal ganz kurz über Wasser, wo wir uns da genau befinden, beziehungsweise wie das Ganze da alles überhaupt aussieht. Ist nämlich auch der absolute Wahnsinn, wie ich finde. Und auch wieder für den einen oder anderen eine ziemlich gute Inspiration für sein nächstes Aquarium oder Paludarium. Also das ist der Bereich, wo wir gerade sind. Alles, was davor ist Schutzgebiet und alles, was ungefähr 2 Kilometer danach kommt, ist halt begradigt und ja, da ist halt nicht wirklich Leben drin. Da sind jetzt noch Steine, Pflanzen und so weiter und so fort drin. Aber alles, was danach kommt, ist wie gesagt Betonbecken, gerade gemacht und einfach Wasser durchlaufen lassen. So, und das jetzt mal als Inspiration, beziehungsweise um die Gegebenheiten des Flusses ein bisschen besser zu verstehen, in dem die Borneo-Flossensauger leben. Also wir haben hier kristallklares Wasser mit starken Strömungsabschnitten, massiven Felsen, teilweise mit wirklich sehr engen Passagen, wo halt wie gesagt sehr, sehr viel Strömung ist. Und dann auch wieder Bereiche, die komplett strömungsarm sind, so wie der Bereich jetzt hier zum Beispiel. Da ist so gut wie gar keine Strömung. Wasserpflanzen findet man im kompletten Fluss überhaupt nicht, auch nicht wirklich am Randbereich, also am Uferbereich. Aber dafür leichte Grünalgen bzw. eine richtig dicke, fette Patina auf den Steinen unter Wasser, was die Hauptnahrungsgrundlage für die Borneo-Flossensauger natürlich ist und auch für ein paar andere Fische, die da drin sind. Seht ihr aber gleich auch noch. Der Bodengrund besteht aus hellem Sand, bisschen Kies und ein paar Steinen, also so schön im Mix, sieht man ja da, glaube ich, auch ganz gut. Ab und zu liegt mal ein bisschen Totholz drin, was ja von den Bäumen abgefallen ist, aber eher weniger. Die Wassertiefe ist zwischen 5 cm und 50 cm, wobei es ist gerade Trockenzeit, aber ich denke, dass auch in der Regenzeit der Wasserstand nicht wirklich sehr viel höher steigt, weil das Flussbett ziemlich breit ist und da nicht wirklich ja, was in die Höhe steigen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Man sieht es halt links, rechts, das sind vielleicht ja, ein Höhenunterschied noch von 10, 15 cm oder sowas. Die Wassertemperatur beträgt aktuell 26,3 Grad, der Leitwert ist bei 350 und der pH-Wert bei 7,2. Gut, so viel zu den Informationen ums Gewässer und jetzt würde ich sagen, tauchen wir ab und schauen uns die Flossensauger an. Gut, ich bin mal gespannt, was wir hier so finden. Also ich habe bis jetzt nur einen Fisch gesehen und dann natürlich die 2 Leguane eben, aber mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Vielleicht ein bisschen weiter stromaufwärts. Gut, ich würde sagen, ich stelle euch jetzt erstmal alle Fischarten nacheinander vor, die wir dort gefunden haben in dem Fluss. Also in der starken Strömung waren auf jeden Fall eine ganze Menge Paragrossocheilus vittatus, auch bekannt als Yellow Flying Fox. Warum auch immer, haben wir ja schon im letzten Video gesehen. Bei den Fischen handelt es sich um Cypriniden, also um karpfenartige Fische. Die sehen so ein bisschen aus wie Siamensis, falls ihr die kennt. Also die siamesischen Rüsselbarben. Nur halt mit einem bisschen Gelbstich und ja, ein bisschen anderer Körperform. Die Art bevorzugt schnell fließende und klare Gewässer mit steinigem und kiesigem Substrat, so wie es da halt jetzt auch gerade ist. Erreicht eine Maximallänge von 7,5 cm. Der Schutzstatus ist als gering gefährdet eingestuft, was auf eine stabile
stabile Population hinweist, was man natürlich auch sieht. Also das sind mit Abstand die am meisten vertretenen Fische dort generell in den ganzen Flüssen gewesen. Man sieht es ja auch hier, die sind meistens anzutreffen in größeren Gruppen, die direkt in der starken Strömung die Algen von den Felsen fressen. Die nächste Fischart und damit auch die größte Fischart dort sind die hier. Die nennen sich Thor sp. borneo. Ist eine relativ unbeschriebene Art, also ist noch nicht viel drüber bekannt. Die Art gehört auch zu den Cypriniden und ist perfekt an das Leben in den Borneo-Biotopen angepasst, also an schnell fließende Gewässer, schnell fließende Gebirgsflüsse und die Wasserbedingungen natürlich dort in Südostasien. Die Fische werden zwischen 20 und 30 cm groß, es wird sogar schon von 40 cm großen berichtet. Die Fische haben einen langgestreckten, stromlinienförmigen Körper, der perfekt ausgelegt ist für strömungsreiche Gewässer und schnelles Schwimmen dort drin. Die Schuppen sind relativ klein und der Fisch hat eine kräftige Muskulatur, die es ihm ermöglicht, gegen die Strömung zu kämpfen. Also man sieht auch, die stehen voll in der Strömung drin und haben da wenig Schwierigkeiten mit. Die Farbe ist silbrig bis grünlich-grau mit dunkleren Mustern und einem schwachen Verlauf in den Flossen. Also manchmal auch so meiste Flossenrinderverläufe. Gelegentlich sieht man auch Tiere mit dunklen Streifen oder Flecken. Ist auf jeden Fall ein sehr aktiver, schwimmfreudiger Fisch, der bevorzugt in etwas kühleren, sauerstoffreichen und mineralischen Gewässern lebt. Bevorzugt halt in kühleren Gebirgsflüssen mit sehr starker Strömung. Bevorzugte Temperatur liegt bei 22 bis 28 Grad, allerdings immer mit einem hohen Sauerstoffgehalt. Ernähren tun sich die Fische omnivor, das heißt eine Vielzahl von Nahrungsquellen, unter anderem Algen, Detritus, kleine Insekten, pflanzliche Partikel, alles was im Wasser vorbeitreibt, wird halt gefressen. Für die Aquaristik ist die Art eher unrelevant, da sie halt sehr viel Schwimmraum benötigt, ziemlich groß wird und auch optisch nicht wirklich ansprechend schön ist. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Fischen, auf die wir alle gewartet haben und wegen denen wir eigentlich auch hier sind. Die Flossensauger. Von den Flossensaugern gab es zwei verschiedene Arten in dem Gewässer. Einmal der Gastromyson extrorsus. Der wurde übrigens 1852 vom britischen Zoologen Alfred Russel Wallace das erste Mal wissenschaftlich beschrieben. Der Extrorsus bevorzugt wie die anderen Gastromyson-Arten klare, schnell fließende Gewässer in Südostasien. Vorzugsweise die Gebirgshabitate der südostasiatischen Inseln und ist wie alle anderen Flossensauger natürlich speziell an die Lebensbedingungen in starker Strömung oder in schnell fließenden Gewässern angepasst. Von der Farbe her hat er einen leicht bräunlichen Körper mit kleinen dunklen Flecken oder Streifen versehen. Manchmal sind die Flossensäume auch etwas rot. Die Rückenflosse hat natürlich auch eine typische spitze Form. Wie alle anderen Flossensaugerarten bleibt der Extrorsus natürlich auch relativ klein, wird etwa 5 bis 6 cm groß, wenn er ausgewachsen ist, hat wie alle anderen Flossensauger auch einen langgestreckten Körper und eine gut entwickelte Saugplatte am Bauch, womit er sich natürlich auch in starker Strömung an Steinen und Felsen oder anderen Oberflächen festsaugen kann. Der Lebensraum sind die Flüsse und die Bäche von Borneo, insbesondere aus den Gebirgsregionen der Insel. Die Gewässer sind in der Regel sehr klar, kühl und schnell fließend mit hohem Sauerstoffgehalt. Bevorzugt eher kühleres Wasser, typisch im Bereich von 22 bis 26 Grad und eine gute Wasserqualität ist vorausgesetzt. Hat man ja bei dem letzten Gewässer gesehen. Da war die Wasserqualität schlecht und die Fische waren leider alle krank. Strömung sollte natürlich auch in den Gewässern sein, wobei ich sagen muss, wir haben des Öfteren schon festgestellt, dass die Tiere sich auch gerne mal in strömungsarmen Bereichen aufhalten und das nicht nur kurz, sondern auch über längere Zeiten dort auch fressen, beziehungsweise dort auch in größeren Gruppen über längere Zeit irgendwie Zeit verbringen. Die Tiere sind übrigens sehr gesellig und mischen sich dann meist auch mit dem anderen Flossensauger, der auch hier in dem Gewässer anzutreffen war, und zwar dem Bluefin Borneo-Sucker, den Gastromyson geroides, der übrigens ein Jahr später, also 1853, ebenfalls von Alfred Wallace erstmals beschrieben wurde. Die Wasserbedingungen sind übrigens beim Geroides genauso wie beim Extrorsus. Die kommen natürlich auch in denselben Habitaten vor. pH-Wert auch von 6,5 bis 7,5. Gut sauerstoffreiches Wasser, 22 bis 26 Grad. Aber der Geroides legt noch mehr Wert auf die Wasserqualität. Also der ist sehr, sehr empfindlich, was die Wasserqualität angeht. Deswegen haben wir den auch nicht in dem Fluss vom letzten Video gesehen, weil da die Wasserwerte einfach zu miserabel waren. Von der Farbe her sticht der Geroides natürlich richtig stark hervor. Durch den blau schimmernden Flossenrand sieht man den wirklich schon vom Weiten. Der Körper ist in der Regel transparent bis hellgrau mit markanten Zeichnungen, die in dunkleren Farbtönen gehalten sind. Von der Größe her sind beide ungefähr gleich, 5 bis 6 cm, wenn sie ausgewachsen sind. Und ernähren tun sich beide, wie man sehr gut erkennen kann, von Algen und der Patina auf den Steinen, die sie mit ihren Mundwerkzeugen runterraspeln. Ich habe an dem Tag die Tiere circa 2 bis 3 Stunden lang unter Wasser beobachtet und gefilmt, was mir natürlich auch bewiesen hat, dass das super interessante Aquarienfische sind, weil ich ja genau weiß, dass viele von euch auch aus Interesse zuschauen, die Tiere im Aquarium zu pflegen. Jetzt noch ein paar Tipps bzw. Haltungsbedingungen für das Aquarium. Also es sollten mindestens 60 bis 80 Liter sein, damit die Fische ausreichend Platz haben zu schwimmen.
dann muss auf jeden Fall eine gute Filterung vorhanden sein mit ausreichend Strömung, aber auch strömungsarmen Bereichen, also nicht nur volle Strömung, volles Rohr, sondern wirklich auch Bereiche, wo die Tiere sich mal kurz ausruhen können und zurückziehen können. Der Boden sollte mit Steinen und Wurzeln dekoriert sein. Bisschen Sand, bisschen Kies, so wie ihr es halt da seht, sind die optimalen Lebensbedingungen, weil das, wie gesagt, ja der natürliche Lebensraum ist. Er ist gut vergesellschaftbar mit anderen Flossensaugern. Man sollte halt darauf achten, dass die halt aus derselben Region kommen, wie jetzt zum Beispiel der Extrosus und der Geroides. Ist eine super Mischung, sieht man ja auch da. Auch mit anderen Fischen ist er super vergesellschaftbar. Dürfen halt nicht zu aggressiv sein und nicht zu aufdringlich. Aber ihr seht es ja selbst, also die kommen mit allem klar, was da drin rumschwimmt. Wichtig ist auch ein guter Sauerstoffeintrag ins Aquarium. Entweder durch starke Oberflächenbewegung oder halt durch Lüfterstein. Die Temperatur sollte natürlich auch zwischen 22 und 26 Grad betragen. Der pH-Wert 6,5 bis 7,5. Man sollte ausreichend abgerundete Steine im Aquarium haben, so wie es da natürlich auch im natürlichen Lebensraum ist, damit sich die Tiere da schön dran festsaugen können und die Steine auch abweiden können. Deswegen ist auch wichtig, auf jeden Fall eine gute Patina auf den Steinen zu haben, damit die da auch was zu futtern haben. Ansonsten kann natürlich mit Spirulina-Algen zugefüttert werden und ab und zu auch mal kleine Lebend- oder Frostfutterarten wie Mückenlarven oder Daphnien tun den Tieren auch ganz gut, damit sie ein bisschen tierisches Eiweiß bekommen. Nachzuziehen sind die Flossensauger generell relativ schwierig, weil sie halt wirklich spezifische Bedingungen von der Wasserqualität brauchen und die Temperatur. Also heißt im Klartext, die Wasserqualität und die Temperatur muss eigentlich wirklich penibel genau auf das natürliche Habitat abgestimmt sein, dass ein Zuchterfolg gelingt. Aber es sind auf jeden Fall mega interessante Tiere. Wie gesagt, ich habe über 3 Stunden, glaube ich, unter Wasser verbracht und habe auch so viel Videomaterial. Ich schneide euch jetzt einfach mal ein bisschen was davon zusammen. Wird ein bisschen länger als sonst gewohnt, aber wenn ihr die Aufnahmen seht, dann wisst ihr, warum ich das gemacht habe. Also es ist einfach richtig, richtig schön. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also mir fehlen eigentlich die Worte. Das ist diese Tiere in der Natur zu beobachten und das über so eine lange Zeit und ja, so nah, das ist schon echt ein krasses Erlebnis gewesen. Und da möchte ich euch gerne dran teilhaben lassen. Das seht ihr jetzt hier.
Jut ist auch gerade am Film. Macht noch ein paar geile Aufnahmen. Ein bisschen näher dran. Ich will jetzt nicht zu nah dran, weil er hat wahrscheinlich gerade was Schönes im Fokus. Aber diese Traumlocation hier. Krass. Michael ist auch am Suchen. Da vorne. Ist halt cool, wenn du wirklich schon eine ganze Zeit lang so still im Wasser liegst wie Newt jetzt. Das habe ich nämlich vorhin auch gemacht. Dann kommen die Fische von ganz alleine. Und da an der Stelle ist schön viel Strömung. Und es ist relativ tief. Perfekter Spot. Ich habe die Zeit noch ein bisschen genutzt, um euch so ein paar Einrichtungsbeispiele, Ideen nochmal abzufilmen. Gerade so vom Uferbereich und so. Oder diese Szenen, wo das Wasser halt runterläuft. Also ich finde es immer sau interessant, wenn man sowas sieht, dass man das vielleicht im Aquarium oder Paludarium umsetzen kann, also nachbauen kann. Deswegen jetzt hier nochmal so ein paar, ich nenne es einfach mal Einrichtungsbeispiele oder Inspirationsvorschläge oder wie auch immer. Und das Problem ist, ich habe noch so viele Unterwasseraufnahmen von den Flossensaugern. Die jetzt alle in das eine Video zu packen, wäre, glaube ich, ein bisschen lang. Aber ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren Feedback geben, ob ich es beim nächsten Video noch länger ziehen soll mit den Unterwasseraufnahmen oder ob das schon genug ist. Oder vielleicht lade ich auch nochmal komplett alle Aufnahmen von der ganzen Borneo-Reihe in ein Video hoch, einfach so zum Relaxen. Schreibt mir da gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Jetzt gibt es erstmal ein paar Einrichtungsbeispiele. Sowohl von Überwasser als auch von Unterwasser natürlich. Und sowas ist natürlich halt auch geil, oder? So richtig Biotop-Style, oder? Solche Aufnahmen sind echt so Gold wert. Oder was sagt ihr dazu? Hier schön die Wurzeln im Wasser mit den feinen Wurzelgeflechten, ganz Moos drüber. Mega. Und hier so ein riesengroßer Baum, der, keine Ahnung, 20 Meter hoch geht. So, das war's jetzt auch schon für heute mit dem Video. Ein ganz kleiner Vorgeschmack, was beim nächsten Mal kommt. So Freunde, wir sind jetzt an dem Spot, den ich euch gar nicht so zeigen darf, und zwar da, wo die Butzewer Landraswachs ist. Richtig schön, richtig klar, schöne Wasserfälle.
So, jetzt gehen wir nochmal hier mit der Unterwasserdrohne rein. Also nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, beim nächsten Mal wieder einschalten. Macht's gut, bis dann, ciao.